Haben Sie schon mal in einem großen Sprachmodell eingegeben, dass Sie eine Website haben wollen? Das Problem ist, auf diese Frage kommt meistens ganz, ganz schnell eine Website raus. Eine Struktur, ein Vorschlag für eine Struktur, vielleicht sogar eine ganze Programmierung, HTML-Code. Das ist alles nichts, was gut ist. Das Problem ist, die Sprachmodelle basteln einfach irgendwas schnell zusammen, versuchen die Frage schnell zu beantworten und nehmen sich aber nicht die Zeit, ordentlich drüber nachzudenken. Und das haben wir hier mit diesem Website-Konzeptor nicht das Problem. Das ist ein Custom GPT, den ich so erzogen habe, dass er nachfragt. Das heißt, ich habe ihm quasi das Wissen mitgegeben, was ich habe, beziehungsweise was mir eingefallen ist. Ich habe ihn da gebeten, nicht einfach sofort alle Fragen rauszuhauen, sondern eine nach der anderen zu stellen, so wie ich es auch machen würde, wenn ich einen Kunden, eine Kundin vor mir habe, die eine Website haben möchte. Fangen wir also mal an. Wir möchten eine Website für ein Café erstellen. So, jetzt sagt er mir, dass er Fragen stellen wird. Wer betreibt das Café? Das Café betreibt Sophie Swecker. Betreibt das Bistro Werde. Es ist vor 2 Monaten eröffnet worden. Jetzt denkt er ein bisschen nach. Das Hauptziel der Website soll es Gäste ins Café locken, keine Reservierung. Reservierungen, die restlichen fassen. Wie gesagt, Tippfehler sind egal, sind zwar nicht so schön, aber dem Sprachmodell ist das egal. Verstanden. Website soll dazu bedienen, das Café bekannt zu machen. Was macht das besonders? Also, ich kopiere jetzt hier einfach mal meine Beschreibung rein. Das kann ich nämlich hier mit dem Konzeptor auch machen. Ich muss mich nicht unbedingt an das halten, was er mir jetzt hier vorgibt und kann sagen, hier, guck mal, diesen Text kopieren wir hinein. Ja, das ist der Text, den wir vorher schon erstellt haben im Rahmen der Konzeption für das Buch. Und da ist das Beispielprojekt schon genau erklärt. So, jetzt fragt er nochmal nach der Zielgruppe. Ja, genau das alles, was du vorschlägst. Ja, alles das. Also ich muss mir auch nicht die Mühe machen, alles nochmal runterzutippen, sondern ich kann einfach sagen, ja, mach das genau so oder mach mir einen Vorschlag. Da ist der Konzeptor ganz entspannt. Mit welchem Anliegen oder welcher Erwartung kommen diese Personen auf die Website? Ja, da merken Sie schon, ja, der fragt wirklich nach. Das sind die Fragen, die sind gar nicht so einfach zu beantworten. Wenn ich so eine Frage der Sophie im wirklichen Leben stellen würde, dann hätte sie wahrscheinlich in den meisten Fällen noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja, die hätte wahrscheinlich eine Website beauftragt, weil sie weiß, naja, irgendwie eine Website braucht man ja heutzutage so. Aber wozu und wann die Leute da draufgehen auf die Website und worüber sie nachdenken, darüber haben sich die Leute oft keinen Gedanken gemacht. Und das ist eine von den Dingen, die der Konzeptor hier eben macht, die Leute zum Nachdenken bringen. Sie wollen vor allem Ort und Öffnungszeiten, sagen wir mal. Noch eine Frage. Wie definierst du den Erfolg der Website? Woran merkst du, dass das Ziel erreicht ist? Ja, mehr Stammkunden. Mehr neue Stammkunden, sagen wir mal. Okay, jetzt habe ich hier eine von diesen Testversionen bekommen, die ChatGPT manchmal raushaut. Da kriege ich dann 2 Varianten und soll sagen, welche mir besser gefällt. Schauen wir doch mal rein. Passt jetzt hier nicht ganz auf den Screen leider. Langfristiges Ziel der Website ist es, mehr neue Stammkunden zu gewinnen. Wie können wir das messen? Nächste Frage, was sollte unbedingt vorhanden sein? Dann Reaktion 2, Haupterfolgskriterium, Stammkunden. Ja, ich würde sagen, die geben sich nicht viel, haben beide was für sich. Machen wir mal die kürzere, dass ich die kürzere gut finde. Jetzt muss ich auch noch darauf antworten. Besondere Inhalte, keine. Um das Ganze hier mal abzukürzen.
Jetzt denkt er nach und hat ein fertiges Grobkonzept. Das hat jetzt eine Weile gedauert. Sie sehen, der spuckt nicht gleich aus, zack, hier ist dein Konzept, so sieht deine Website aus, sondern er hat mich einige Fragen gefragt. Und das ist genau das, wie eine gute Website entsteht und nicht nur einfach irgendeine. Ja, durch Fragen und Nachdenken, durch Nachdenken über das, was ich erreichen will mit der Website, durch Nachdenken darüber, was diejenigen wollen, die die Website besuchen. Und so entsteht dann ein Konzept, was eben durchdacht ist und sich dadurch von der Konkurrenz deutlich abhebt.